Ein ganz tolles Fahrzeug, wenn ihr Familie habt oder ihr wollt zu viert einfach mal verreisen. Der A6600 BB. Und hinter BB steckt wahrscheinlich das System. Ich habe einen Alkoven, habe ihn ja oben drauf, habe eine sehr kompakte Fahrzeuggröße, habe eine irre Zuladung. Ich kann also hier, obwohl das Fahrzeug auf 3,5 Tonnen steht, richtig viel reinladen. Das können wir uns gleich mal anschauen. Er steht auf dem neuen Fiat Ducato 8, also das ganz neue Chassis, was rausgekommen ist, sowohl innen als auch außen. Und was ein richtiges Highlight ist, sind hinten die Betten. Das werde ich euch mal zeigen, denn ihr habt die Möglichkeit, den Stauraum umzuwandeln in ein Bett. Das sieht man schön daran, dass hier ein kleines Fenster mit drin ist. Wir können auch schon mal kurz mal reingucken. Kleiner Sneak Preview. Doppelkamera hinten. Das heißt einmal Funktion Rückfahrkamera und ich kann nach unten blicken, ja. Der A6600 BB von Etrusco wird gebaut in der Toskana. Ein sehr kompaktes Fahrzeug mit einem wirklich guten Preis-Leistungs-Verhältnis aus der Hymer-Gruppe. Das heißt, das ist eine ganz große deutsche Gruppe, die unter anderem auch in Amerika unterwegs ist, wirklich auf vielen Märkten, aber hauptsächlich in Europa. Und sie haben viele verschiedene Marken, unter anderem hier gebaut in der Toskana, Etrusco. Fahrzeug ist sehr kurz. Wir haben eben das Schwestermodell gezeigt. Und das hat die größte Garage, die ich je gesehen habe, aber es ist auch breiter. Nee, es ist nicht breiter, es ist einfach länger. Es ist vielleicht für viele auch ein bisschen unhandlicher. So vom Grundriss her muss man eigentlich alle mal begangen haben und muss sich das Ganze anschauen, denn jedes ist anders. Der 7300 DB und hier jetzt der A6600. Ich korrigiere nochmal ganz kurz. Hier ist der A7300 DB. Den haben wir gezeigt. Gibt es ein extra Video. Und hier jetzt der A6600 BB. Ich zeige euch mal beide nebeneinander. Zwei Alkoven-Modelle. Dass ihr mal ungefähr mal eine Idee habt von der Länge her. Man sieht jetzt auch schon sehr deutlich, das hintere Fahrzeug ein gutes Stück länger. Fast 1 Meter länger. Und hier kompakt. Relativ hoch. Sind also hier über 3 Meter Höhe, aber immer noch sehr kompakt. Gucken wir auf die Maße. Zuladung habe ich euch ja versprochen. Ich bin mal gespannt. 2849 Kilo. Das heißt, ich habe also 650 Kilo Zuladung. 65.610 Euro kostet er. Und er hat wirklich, es ist ein kleines Raumwunder. Ich zeige euch mal hier, das ist die Garage. Die ist zwar jetzt nicht so groß wie bei dem Schwestermodell, aber sie hat die Möglichkeit, dass man dieses Bett, das man hier hat, einfach umklappt. Das heißt, das kann man hier hochklappen, ist hier vorne verriegelt. Da sieht man die Verriegelung, die zieht man raus, klappt das Bett praktisch hier zur Seite rüber und hat dann den kompletten Raum. Das geht also auch nach innen rein. Hat eine Gasdruckfeder mit dabei. Das Ganze wird dann auch nochmal gehalten hierdurch. Und ja, es ist wirklich ein Raumwunder. Am besten müsst ihr euch das mal anschauen. Und hier kann ich dann Fahrräder beladen. Bin ich denn da, kann ich das Bett runterklappen oder ich kann es auch ganz oben lassen. Das heißt, ich habe eine Option mehr. Ich habe nämlich 2 Stockbetten. Habe ich ein eigenes Fenster mit drin, habe oben drüber noch ein Bett. Das können wir uns gleich mal von innen anschauen. Also für wirklich eine Familie, die fährt, die kann ja die Fahrräder dann noch hinten drauf machen. Dann würde ich allerdings sagen, naja, 4 Personen, Fahrräder mit dabei, halber Hausstand, 650 Kilo. Könnte eng werden. Wenn die Kinder aber noch klein sind, dann geht das auf jeden Fall. So, ich gucke gerade nochmal. 3,15 Meter ist die Höhe. Und der Alkoven, das habe ich eben auch schon erwähnt, der hat eine neue Optik bekommen. Er ist nicht mehr so buckelig, sondern er hat jetzt Kanten mit dabei, das sieht man auch direkt. Und gut, jetzt gibt es ja Leute, die mögen keinen Alkoven, aber ich finde ihn genial, weil du hast wirklich einen unglaublichen Platz drin. Das werden wir mal zeigen. Also gerade für Leute, die groß sind, das kann man gar nicht oft genug betonen, die fühlen sich in so einem Auto richtig wohl, weil wir haben einen großen Bettbereich. Wir haben hier
diesen großen Bettbereich mit der kompletten Fahrzeugbreite. Also hier sind wir, denke ich mal, 2,20 Meter mal fast 2 Meter, die das Bett hier hat, mit Lattenrost, mit allem drum und dran. Hier wird übrigens die Leiter eingehangen. Das ist die Parkposition von der Leiter. Und Leiter kommt hier oben drauf. Und dann kann ich dann, wenn ich das Bett hier nicht benötige, können wir jetzt auch rausschauen, Fenster mit dabei, alles drum und dran. Hier kann ich auch einen Vorhang, den kann ich hier oben zuziehen, auf beiden Seiten, damit ich meine Ruhe habe. Mache den einfach hoch und habe jetzt ins Fahrerhaus natürlich einen unglaublich bequemen Einstieg, weil ich die ganze Höhe hier nutzen kann. Ich kann also jetzt hier gerade durchgehen und kann jetzt gerade hier zum Fahrerhausbereich gehen und kann mich hier ausdehnen, ohne dass ich mich in irgendeiner Weise bücken muss. Zeitgleich wird das, was oben drauf ist, kann nicht mehr rausfallen, weil es müsste ja dann gegen die Schwerkraft, geht nicht. Das hält auch so, habe ich gehört. So, Sitze hier vorne kann man nicht drehen. Dafür habe ich aber, wie im Alkoven typisch, eine Doppelsitzgruppe. Die ist hier drin mit wirklich sehr, sehr, sehr viel Platz. Also können 2 Leute sitzen auf jeder Seite. 4 Leute hier, also 6 Personen können hier mitfahren. Und hier unten kannst du dieses Tischelement runterbauen. Das heißt, du nimmst die Polster weg und kannst das hier zum kompletten Bett nochmal umbauen, sodass 2 Kinder hier auch nochmal schlafen können. Also Platz hat. Viele Schränke. Aber denkt an die Zuladung. Ich habe es gleich gesagt. Also man kann ihn auflasten, braucht dann den Führerschein C1 mindestens. Und den kann man hier im Freistart, glaube ich, in 6 Tagen machen. Es gibt einen Kompaktkurs, den macht man dann auf einem Sprinter, der über 3,5 Tonnen hat, mit Zwillingsbereifung. Und hat nach 6 Tagen einen 7,5 Tonnen Führerschein und kann dann auch bedenkenlos mit etwas mehr Zuladung dann unterwegs sein. So, hier sieht man Küche mit wirklich großer Arbeitsplatte, diesem abgesetzten Fensterbereich, der so ein bisschen ans Flugzeug erinnert, Cockpit, und 2 wirklich großen Oberschränken, die drauf sind. Das CBE-Bedienteil ist hier auf der linken Seite. Das Ganze ist belüftet. Die Überschränke übrigens, das ist hier, das CBE-Bedienteil. Da steuere ich dann so Licht. Die Pumpe kann ich steuern. Die Wasserpumpe sollte man ja ausmachen, wenn man geht. Nicht, dass das ganze Wasser ins Auto läuft. Und eine Spüle habe ich mit dabei. Kochfeld. Und viel Platz, dass ich also auch hier meine Kaffeemaschine abstellen kann. Direkt darunter ist dann hier das Lichtschalter und hier sind 2 Steckdosen, 230 Volt. Das Ganze mit Türen jeweils versehen, die bis zum Boden gehen. Kleiner Mülleimer hier drin. Und oben drüber die Besteckeinheit. Das Ganze ist auch immer selbst einziehend. Das heißt, Schubladen gehen von selber rein. Und hier das Fach ganz unten, das liegt direkt auf dem Boden drauf, was den Vorteil hat, dass man sehr, sehr schwere Sachen dann auch da reinladen kann. Kleiner Schrank hier noch. Den mal aufmachen, dass wir den mal sehen. Und tja, übrigens, für alle, die sich fragen, was habe ich denn hier für ein rotes Band an? Das ist der Aufbauschlüssel. Das ist so eine Art Notsystem, falls alle Elektronik mal versagen sollte, Alarmanlage und was weiß ich alles. Dann habe ich zumindest noch einen Aufbauschlüssel. Und den trage ich hier dran. Also kein Accessoire, Modeaccessoire, sondern es ist ein ganz normaler Aufbauschlüssel. Und der hängt hier an meinem Handgelenk per Klettverschluss. Jetzt wisst ihr es. So, Remis-Verdunklung. War schon Klassiker. 2 Stockbetten. Eins hier unten, das ich hochklappen kann, damit ich Fahrräder transportieren kann. Dann habe ich hier meine Verdunklung mit drin. Habe hier oben ein Stockbett mit eigenem Fenster. Das Fenster vom unteren Stockbett haben wir schon gesehen. Das ist hier in der Mitte drin. Und hier habe ich hier nochmal eine große Tür. Die mache ich natürlich besser zu. Könnte ich zumindest unten besser schlafen. So, großer Kleiderschrank. Der ist hier oben drin mit Stange, der wirklich, wo du Jacken und alles auch reinhängen kannst und viel Platz hast. Und dann nochmal ein großer Schrank hier drunter
mit der CP, nee, was ist das hier? Eine, komm schon, Kombi 6. Ja, eine Kombi 6, eine 6 kW Gasheizung mit drin, die gleichzeitig warmes Wasser macht. Also ein sehr, sehr bewährtes Konzept. Ich glaube, millionenfach verbaut. Millionen nicht, aber ja doch, könnte sein. Millionenfach verbaut, absolut. So, hier haben wir das Bad. Jetzt beginnt nochmal die Suche nach dem Schalter fürs Licht, aber üblicherweise ist das hier bei Etrusco immer irgendwo unten im Schrank. Ja, da ist er. Das ist der Lichtschalter. Also, ich zeige ihn euch mal. Da musste auch drauf kommen, dass der da ist, aber da ist er. Beim ersten Mal mich zu Tode gesucht. Da hast du zwei Handtuchhalter, Spiegel an der Innenseite mit drin und die Handtuchhalter ein bisschen vorgesetzt, dass die Handtücher auch trocknen können. Oben ist noch ein Handtuchhalter, der ist da drin. Hier noch ein Lüftungselement. Auch hier ein kleines Seki mit drin für Durchzug. Eine extra Dusche. Also kein Schwenkbad oder so irgendwas, sondern ein extra Duschbereich, wo ich dann auch mal kleine Kinder abduschen kann. Und die Mama oder der Papa, der kann zeitgleich mit den Kleinen hier drin stehen und die dann abduschen. Kann ich euch sagen, aus Erfahrung, gerade die ganz Kleinen, die können ja nicht allein duschen. Und da brauchst du ein Bad, das so groß ist, dass da auch zwei Personen wirklich zeitgleich drin stehen können. Hier kann man sich sogar hinsetzen, während man das Kind dann bedient. Und ja, hat man schon sehr viel Platz. Rechte Seite nochmal ein kleiner Schrank, Ablagefläche. Und unter dem Waschbecken dann dieser doch recht große Schrank. Toilettenpapierabroller hier, zwei Handtuchhalter nochmal da. So, Blick nochmal von hier aus in den Wohn-Schlafraum. Hier oben der Alkoven und da der Sitzbereich und hier auf der Seite die Küche. Kühlschrank von Tedford, der große, der ist hier mit extra getrennten Gefrierfach und oben drüber die Vorbereitung für den Fernseher, kann man auch was anderes reinmachen. So, wieder was gelernt, Doppelstockbetten im Alkoven, kein Problem. Wir sind im Freistaat in Sulzemoos, hier uns nochmal ein kleiner Blick nochmal auf Fiat Ducato 8 Cockpit. Also alles ist jetzt ein bisschen moderner geworden. Lederlenkrad mit dabei. Du hast Multifunktionslenkrad dabei. Sogar unter dem Lenkrad sind Schaltwippen. Freisprechenrichtung mit eingebaut. Das hier hat jetzt ein Xcent Soundsystem mit drin. Also schon ganz nett ausgestattet. Ja, danke fürs Einschalten. Hier uns noch ein kleines Detail. Schuhfach, was da ist. Und da ist jetzt übrigens das Bordwerkzeug vom Fiat Ducato drin. Kann man aber auch woanders verstauen. Würde ich zumindest machen. So, abonniert mal bitte unseren Kanal. Denn German Television hat einen Schwesterkanal bekommen, German Television Plus, für das Thema E-Bikes und Elektromobilität. Den haben wir auf German Television Plus extrahiert, den ganzen Content. Und ja, abonniert einmal German Television, das ist der Kanal hier. Und gerne auch auf YouTube German Television Plus. Es lohnt sich, denn da haben wir Hunderte, wenn nicht Tausende von Artikeln und Beiträgen über das Thema Elektromobilität und E-Bikes. Bis dann, 15. Januar 2022. Wir sind im Freistaat in Sulzemoos und hier bei der Abteilung Etrusco. Tschüss.